In meinem heutigen Video möchte ich euch auf einen Business-Class-Flug mit der Airline Air Baltic mitnehmen. Wir fliegen von Hannover nach Zürich in einem Airbus A220-300. Ich zeige euch zuerst natürlich die Kabine, den Service an Bord, die Getränkeauswahl und vorher den Check-in sowie die Lufthansa Business Lounge. Viel Spaß! Hi Leute, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade in Hannover am Flughafen, denn ich möchte mit euch heute mal die Airline Air Baltic ausprobieren. Eigentlich wollte ich mit euch Swiss Business Class fliegen mit einem ganz neuen A321 Neo. Okay, nicht mehr ganz so neu, der ist aus 2021, aber leider haben die diesen Flug jetzt gestrichen und die Airline Air Baltic wird uns von Hannover nach Zürich bringen. Und ihr seht schon im Hintergrund, da ist nicht so viel los. Ich bin ganz alleine am Flughafen. Ich zeige euch jetzt alles vom Check-in über die Lounge bis zum Flug. Los geht's! So sieht's hier aus. Viele keine Menschen. Dort vorne ist die Sicherheitskontrolle. Da gehen wir gleich hin. Das nennt sich HAJ-Way. Dort hinten sind die Business Class Check-ins. Auf geht's! Ja, nichts los hier. Normalerweise sind hier immer riesige Schlangen. Und da ist Business Class Check-in. Ich melde mich zurück. Kofferabgabe, keine 2 Minuten. Verrückt. Und jetzt zeige ich euch die Fastlane, die eigentlich keine richtige Business Class Fastlane ist. Hier in Hannover muss man einen eigenen Timeslot buchen, auch wenn man Business Class und First Class Passagier ist. Also seid ihr Business Class oder First Class Passagier, gibt es keine eigene Fastlane. Wir mussten uns jetzt über HAJ-Way einen Slot buchen. Ich zeige euch, wie das aussieht. Da steht es, HAJ-Way. Und da oben kommt dann euer Name, wenn ihr den Slot gebucht habt. Wir sind noch gar nicht dran. Machen wir noch mal einen Rundumblick. Nichts los. Unglaublich. Wir haben jetzt den HAJ-Way genutzt, aber das Seltsame ist, ihr bekommt einen QR-Code, wenn ihr den HAJ-Way bucht, müsst aber eure Bordkarte scannen. Komisch, oder? Los geht's zur Sicherheitskontrolle. Sicherheitskontrolle, keine 5 Minuten und das Personal war gewohnt wieder mal super freundlich. Jetzt suchen wir die Lounge. Ja, sogar hier im Wartebereich ist nichts los. Ich habe das Ticket über Lufthansa gebucht. Eigentlich sollte ja Swiss den Flug ausführen, aber das macht jetzt Air Baltic. Und da ich über Lufthansa gebucht habe, dürfen wir natürlich auch die Lufthansa Lounge benutzen. Ja, hier wartet man normalerweise. Aber wir gehen jetzt dort vorne die Treppe hoch. Hier links ist noch eine andere Lounge. Das ist die Caliato Lounge. Die nutzt man, wenn man mit British Airways oder Swiss fliegt. Da seht ihr es schon. Business Lounge. Und so sieht die Wartehalle hier aus. Ziemlich klein, nicht wahr? Das ist der letzte Weg. Dann erreichen wir die Lounge. Da ist sie, die Business- und Senator Lounge. Eine First Class gibt es in Hannover nicht. Hinein mit uns. Wir sind in der Lounge. Business Lounge. Hier auf der rechten Seite sind ein paar Arbeitsplätze und ein paar Zeitschriften. Und hier sind die gemütlichen Ledersessel. Jetzt schauen wir uns aber erstmal das Buffet an.
Frühstück, Kaffee, viel Kaffee. Was gibt es hier hinten noch? Ein bisschen Brot, Rührei, ein Bild von Hannover, Marmelade. Hier, den empfehle ich euch, den Avionic. Der ist richtig gut. Das ist der neue Lufthansa-Likör. Was haben wir hier noch? Noch mehr Sprit. Bier gibt es auch. Becks und Franziskaner. Noch ein paar Getränke alkoholfrei. Hier gibt es Sekt und noch mehr alkoholfreies. Hier ist noch eine schöne Sitzecke. Es ist jetzt gerade mal 7:30 und ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Aber ich mag gerne Espresso. Klick. Was wird hier passieren? Na, geht schon los? Kein Timer? Ah, da kommt er. Mit Crema. Sieht ganz gut aus. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Der Espresso ist nun ein bisschen abgekühlt. Probieren wir ihn. Lecker. Ui, der hat Power. Sehr gut. Auf einen schönen Flug. Der Espresso geht schon mal gut ab. Aber jetzt gibt es einen Lufthansa Avionic mit Tonic Water und Prosecco, den ich euch gerade gezeigt habe. Prosit. Dieser Avionic schmeckt beerig und leicht bitter. Ja, und mit Tonic Water und Prosecco wird das halt eine ganz tolle Kombination. Nicht zu sauer, nicht zu bitter, richtig gut. Ich zeige euch jetzt mal hier die Sitze. So sehen die Sitze aus. Und jeder Sitz hat auch eine Steckdose und einen USB-Ladeport. Leider ist es noch zu dunkel, wir können das Rollfeld nicht sehen. Aber das gibt sich bestimmt bald. Natürlich gibt es hier auch WLAN. Funktioniert alles. Ich schaue gerade mal, wo unser Flugzeug ist, ob es pünktlich ist. Es ist jetzt gerade in Zürich gestartet und ist auf dem Weg zu uns nach Hannover. Sieht schon mal ganz gut aus. Angeblich ist es Swiss, aber vor Ort heißt es überall Air Baltic. Sind wir gespannt. Hier seht ihr nochmal die gemütlichen Sitze in der Lufthansa Business Lounge in Hannover. So sieht es hier aus. Und hier unten seht ihr die mobilen Kofferbänder. Die werden gerade geladen. Unser Flugzeug ist da. Air Baltic. Perfekt pünktlich. Einmal andocken bitte. Das ist aber ein kleines Flugzeug. Tja, kein A321 Neo. Jetzt wird die Gangway angefahren. Da hinten kommt schon das Kofferförderband. Voll cool, dass wir genau zusehen können. Das dauert aber lange, die Gangway ranzurollen. Aber gleich ist sie dran. Wie schön. Da kommt noch ein kleiner Lufthansa-Flieger. Der fliegt fast zeitgleich mit uns los, aber der fliegt nach München. Ja, der Ausblick hier aus der Lounge ist wirklich der Hit. Schauen wir ein paar Koffern zu, wie sie ins Flugzeug geladen werden.
Das war ein angenehmes Warten. Leider gibt es eine Information in der Lufthansa Lounge nicht, nämlich wann ein Flug zum Boarding bereit ist. Das heißt, ihr müsst in Hannover immer schauen, dass ihr rechtzeitig losgeht. Hier ist es jetzt ziemlich einfach, weil wir nur 100 Meter nach vorne gehen müssen. Ich zeige euch mal, wo wir jetzt sind. In der kurzen Zeit, nicht mal eine Minute, und wir sind schon an Gate Nummer 6. Flug gefunden. Ja, da steht Swiss, wird aber von Air Baltic ausgeführt. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Flugroute. Wir starten in der Mitte von Deutschland, oder sagen wir ein kleines bisschen nördlich, am Flughafen in Hannover, dem HAJ. Und dann geht es ganz weit nach Süden bis kurz vor die Alpen in die Schweiz nach Zürich zum ZRH. Los geht's! Ab in den Flieger! Was wird uns erwarten? Werden wir ein tolles Frühstück bekommen? Da, Air Baltic, A220-300. Hallo, guten Morgen. Oh, das ist ja schick. Toll. Cool. Ja, das sieht doch mal ordentlich aus. Hm? Wir brauchen Nummer 5. Da ist Nummer 5. Und ich muss ein bisschen was einladen. Es gibt ein kleines Begrüßungswasser. Haha, fälschlicherweise steht da Swiss drauf. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja keine Business-Class-Sitze, aber der Mittelplatz dort, ne, der bleibt immer frei, wenn ihr Business-Class bucht. Da oben ist ein kleines Display. Ich bin gespannt, was da nachher angezeigt wird. Machen wir einen Sitzcheck. Da kommen meine Beine. Ich habe wirklich viel Platz. Ich bin 1,83 groß, falls euch das als Orientierung hilft. Ich zeige euch jetzt mal, wie breit die Sitze sind. Ich bin ja nicht allzu breit. Aber schaut mal, wenn ich mich einfach nur normal hinsetze, dann ist hier schon mein Nachbar. Ganz schön eng. Aber in der Regel ist ja der Mittelplatz in der Business Class frei. Aber für Economy Class ist es dann doch ganz schön eng. Hier sehen wir unser heutiges Flugzeug. Airbus A220-300. Gleich geht es los. Ist bei Start und Landung nicht erlaubt. Wir sind oberen Dort ist Fächern nochmal die oder Lounge. unter den Auf geht's zur Startbahn. Alle Lichter aus, bereit für den Start. Dort ist die Startbahn. Na, noch eine kleine Pause. Dort hinten ist einer meiner 2 Privatjets. Den weißen nehme ich das nächste Mal. Action! Und schon geht's in die Luft. Das ging flott.
Ist ja richtig leise, das kleine Flugzeug. Das war ein guter Start. Jetzt bin ich gespannt auf den Service. Ich habe nämlich Hunger und wünsche mir Frühstück. Der See dort hinten, das ist das Steinhuder Meer. Da seht ihr es noch mal besser. Ist wirklich schön dort. Wir haben die Wolken erreicht. Also diese grüne Farbe, die finde ich wirklich schön. Kommt ja fast meinem Logo gleich. Tja, jetzt sehen wir nichts. Wir müssen gleich nochmal nach Features schauen. Erstes Feature, was ich leider nicht habe, ist eine Steckdose und auch keine USB-Ladeport. Also bitte ladet eure Geräte vorher auf. Das kleine Display finde ich super. Sehr praktisch. Habe ich sogar noch gar nicht gesehen. Muss wohl ein neueres Flugzeug sein. Wie wir sehen, sehen wir keine Daten. Aber die kommen bestimmt gleich. Da sind die Daten gewesen. Es sieht so aus, als wenn die Wolken hier oben langsam dünner werden. Bestimmt haben wir gleich Sonnenschein und sind über den Wolken. Gerade sind aber viele Wolken unterwegs. Wir steigen noch. Wir sind ca. auf 6.500 Metern und wir sind immer noch in den Wolken. Hier seht ihr nochmal die Kabine. Es ist eine 2+3 Bestuhlung. Ist ja auch nur ein kleines Flugzeug. Und hier ist doch ganz schön was los. Und wie ihr seht, Mittelplatz ist in der Business Class immer frei. Aber wie ich schon gesagt habe, die Sitze sind halt ganz normale Economy Class Kurzstreckensitze. Also erwartet keinen großen Komfort. Es geht los. Essen ist schon mal da. Ja, kleines Portionchen, sieht aber ganz schön aus. Ich bin gespannt, was es ist. Ich probiere es gleich. Aber vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Coca-Cola. Hände sauber. Jetzt gibt es Champagner. Prosit auf einen schönen Flug. Danke. Oh, lecker. Nachher finden wir noch heraus, welche Sorte es ist. Ich teste jetzt mal diese Creme. Sie schmeckt sehr gut. Ich habe aber keine Ahnung, wonach sie schmeckt. Wahrscheinlich irgendwas aus Käse. Dort ist noch eine Creme. Mal gucken, ob ich den Geschmack herausfinde. Ich würde sagen, Frischkäse mit Knoblauch. Ist gut. Und das nächste Rätsel. Was mag dieser gelbe Berg sein? Also es schmeckt mir. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Die Stewardess weiß leider auch nicht, was es ist. Aber sie fragt mal nach. Das Gelbe war tatsächlich Ei. Die Dame ist so freundlich, sie hat mir gleich noch eine nächste Portion angeboten. Super. Und jetzt testen wir das hier. Das ist toll. Nuss mit Früchten und Quark. Mittlerweile sind wir auch über den Wolken. Sehr schön. Ich suche weitere Features. Also WLAN gibt es leider nicht. Schade. Ein kleiner Gruß aus der Bordküche. Schokolade. Schauen wir, was da drin ist. Es ist Swiss Schokolade. Hinein damit. Oh, wir haben ein paar Mini-Turbulenzen. Ich glaube, wir sind gerade ein paar Meter abgesackt. Aber das gehört halt auch dazu. Was tun wir dagegen? Genau, Champagner trinken. Prosit. Jetzt wissen wir, was der Champagner ist. Klingt ziemlich wichtig. Die Aussprache spare ich mir. Ihr könnt das ja lesen. Vermutlich reichen sie auch andere Getränke an Bord. Bestimmt Bier oder Wein. Aber mir schmeckt der Champagner so gut. Reicht vollkommen. Oh,
Das ging schnell, jetzt geht es schon wieder runter. Der Kapitän sagt, in 15 Minuten ist schon wieder Landung. Aber wir schauen gleich mal raus, da kommt nämlich der Boden näher. Da ist schon wieder Boden. Dort ist die letzte Wolkendecke. Sieht schon schön aus. Ich habe ein Geschenk bekommen. Swiss Schokolade. Ja, Hammer. Da freue ich mich drauf. Es geht runter. Wir fliegen im 90-Grad-Winkel. Sieht man das? Wahrscheinlich nicht. Ich muss mich korrigieren. Ich glaube, es waren nur 45 Grad, aber gefühlt standen wir auf 90 Grad. Auf der anderen Seite sind die Alpen zu sehen. Schade. Vielleicht habe ich ja Glück und wir wenden nochmal, dass wir uns nochmal die Alpen von oben ansehen können. Unser kleiner Bildschirm zeigt uns jetzt weitere Flüge. Naja, gerade hat es sie angezeigt. Sehr praktisch und informativ. Da sind sie nochmal. Aber da möchte ich überall nicht hin. Jetzt sehen wir tatsächlich die Alpen. Sehr, sehr schön. Da sind sie schon nicht mehr. Da sind sie wieder. Jetzt geht's schnell runter. Richtig schön. Nun wurde das Fahrwerk ausgefahren. Genießen wir noch ein bisschen die Alpen. Der Boden kommt schnell näher. Whoop. Tja, und schon sind wir unten. Thank you and have a pleasant day. And safe connecting flights. Hier sind schon ein bisschen größere Flugzeuge. Dort ist sogar ein Delta-Flieger. Über Delta habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch. Ja, hier sind die riesigen. Ich glaube, das ist ein A330. Da startet gerade eine Austrian-Maschine. Gerade rollen wir noch zum Gate, aber alleine die Landung perfekt, pünktlich, on time, super. Jetzt haben wir doch ein Gate. Ich glaube, es ist A08. Wir sind gut angekommen und sind jetzt in der Gangway. Schauen wir doch mal, wie der Flughafen von innen aussieht. Scheint ein weiter Weg bis ins Gebäude zu sein. Werbung. Okay, wir sind da. Hier scheint ganz schön was los zu sein. Also mir hat der Flug ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.